Moin, heute mache ich was an meinem 147er, was ich eigentlich schon vorhabe, seit ich den Wagen habe. Und zwar stören mich diese ganzen Kunststoffelemente, die ja halt alle in einfach schwarzem Kunststoff sind, und ich würde die halt gerne in Wagenfarbe haben. Da das beim Lackierer aber Hunderte von Euros kosten wird, versuche ich das heute einfach mit Sprühdosen selber. Und zwar werden wir heute alle Kunststoffleisten, die Spiegelarme, die Spiegeldreiecke, die Wischwasserdüsen und selbst die Kennzeichenhalter lackieren, um am Ende einen wirklich sehr clean Look zu haben und alles schön einheitlich in Wagenfarbe zu haben. Ich lasse einfach so. Kriegt das einzeln? Nee, das ist tatsächlich alles eins. Spiegel ist draußen, Kappe ist draußen. Spiegel hast du schon 2 neue bestellt. Ich habe wirklich so lange dafür gebraucht. Ich habe endlich bei dem hier den Arm abbekommen. Und zwar habe ich hier oben durchgeschlagen mit einem Schraubendreher hier durch. Auf diesen Arm hier irgendwie drauf angesetzt und dann mit dem Hammer losgeschlagen. Ja, ey, endlich. Das war so ein Krampf. So, ich habe jetzt hier alles aufgehängt, als abgeklebt, abgeschliffen, sauber gemacht und ja, dann dementsprechend aufgehangen. Ich hoffe, das hält hier alles. Und ja, dann geht's jetzt ans Lackieren, ne? Jetzt geht's daran, hier diese Kunststoffleiste abzubauen und den Wagenfarbe zu lackieren, wie auch die Spiegel. Yeah.
Ich habe da jetzt WD-40 drauf gemacht und hier mit einer Zange gehalten. Das ging hier vorne irgendwann dann tatsächlich gut, am Anfang nicht so. Und hier hinten bei der habe ich jetzt quasi so ein Ding, um so Sachen rauszuklipsen, dazwischen geklemmt und irgendwie die Schraube runtergedrückt und dann gedreht und das scheint, als geht das jetzt auf. Dadurch, dass ich die nicht lang genug mit dem Schleifvlies angeschliffen habe und davor halt das Schleifpapier etwas zu rau war, man hört es auch, haben die eine etwas zu raue Oberfläche und ich habe ein bisschen Angst, dass es nachher komplett, also es sieht jetzt schon nicht so geil aus. Ich habe nachher Angst, dass es mit dem normalen Lack im Vergleich richtig scheiße aussieht. Deswegen versuche ich die jetzt nochmal zu polieren. Erstmal ein bisschen Polierpass. Ich glaube, ich mache nur die obere Seite. Was bringt. Ich hoffe, dass den Lack jetzt nicht komplett. Es sieht ein Ticken besser aus jetzt. Es sieht halt auch etwas mehr matt aus. Obwohl es matter aussieht, glatter aus jetzt. Das sieht aber jetzt auf den ersten Blicken schon mal viel besser aus. So rau sogar, dass den Schleifvlies ein bisschen auseinander nimmt die ganze Zeit. So, jetzt geht's ans Finish. Also es fühlt sich jetzt sehr beschissen an irgendwie, aber davor hat es sich noch beschissen angefühlt. Also es sieht deutlich besser aus jetzt. Wirkt sehr matt. Vielleicht muss ich auch nochmal probieren.
versuche jetzt mal ganz professionell mit einem Aldi Polierkit das wieder wegzukriegen hier. Jetzt hier ein Polish drauf. Jetzt, das war die erste Behandlung. Jetzt geht es daran, den Spiegel wieder zusammenzubauen. Das macht wahrscheinlich Sinn, zuerst das Kabel hier lang zu führen, oder? Dann kommen hier jetzt als nächstes die Schrauben dran. Reicht, um nicht nächstes Mal da wieder festzusammeln. Mit dem Ergebnis bin ich eigentlich echt zufrieden. Allerdings bei den Spiegeln sieht man das vom Glanzgrad ein bisschen, dass da noch die Struktur durchkommt. Die hätte ich auf jeden Fall mehr anschleifen müssen. Und auch bei der Kunststoffleiste hinten, die habe ich leider zu grob geschliffen und dadurch sieht man noch so ein bisschen Struktur dadurch. Aber im Gesamtergebnis bin ich eigentlich schon echt zufrieden. Sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als vorher so. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked und abonniert gerne und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.